Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial hier über die Adjazenzmatrix. Die Adjazenzmatrix würde aus dem Bereich der Graphentheorie kommen und hätte den Zweck, einen sehr schnellen und schönen Überblick darüber zu liefern, welche Knoten in einem Graphen adjazent, das heißt benachbart sind. Und zwei Knoten in einem Graphen sind immer genau dann benachbart, wenn sie direkt mit einer Kante verbunden sind. Ich hätte jetzt hier mal einen Beispielgraphen eingezeichnet und der Knoten 5 beispielsweise wäre benachbart mit dem Knoten 4, weil sie ja hier direkt mit einer Kante verbunden sind. Der Aufbau von der Adjazenzmatrix ist dabei immer wie folgt. Man schreibt hier oben die jeweiligen Knoten von dem Graphen hin, in unserem Fall die 5 Stück. Und an der Seite auch nochmal die jeweiligen Knoten von dem Graphen. Auch wieder die 5 Stück. Traditionell wird das Ganze immer hier mit einem AG abgekürzt, die Adjazenzmatrix. Das A steht dabei für Adjazenzmatrix und das G für Graph. Die Vorgehensweise zur Befüllung der Adjazenzmatrix ist dabei wie folgt. Wir gehen her, schauen jetzt zum ersten seitlichen Knoten, in unserem Fall die 1, und überprüfen, mit welchen Knoten ist jetzt der Knoten 1 zu den oberen Knoten hier benachbart. Falls er zu dem jeweiligen Knoten benachbart ist, wird eine 1 eingetragen und falls nicht, eine 0. Das wird jetzt, wenn wir das an diesem Beispielgraphen hier durchführen, um einiges klarer werden. Dann fangen wir mal an. Ist der Knoten 1 zu sich selbst benachbart? Nein, das kann er nicht sein und deshalb tragen wir eine 0 hier ein. Ist der Knoten 1 zum Knoten 2 benachbart? Ja, weil wir sehen, der Knoten 1 hat eine direkte Kante zum Knoten 2 und deshalb wird jetzt hier eine 1 eingetragen. Ist der Knoten 1 zum Knoten 3 benachbart? Auch hier können wir das Ganze wieder bejahen und tragen deshalb wieder eine 1 ein. Der Knoten 1 zum Knoten 4. Die hätten keine direkte Kante miteinander, deshalb wird eine 0 eingetragen. Der Knoten 1 zum Knoten 5. Auch nicht direkt eine Kante zu diesem Knoten und deshalb auch wieder eine 0. Dann gehen wir zum nächsten Knoten, zum Knoten 2. Ist der Knoten 2 benachbart zum Knoten 1? Ja, das haben wir ja davor schon gesehen und deshalb wird hier wieder eine 1 eingetragen. Der Knoten 2 kann zu sich selbst nicht benachbart sein, deshalb wieder eine 0. Der Knoten 2 zum Knoten 3. Ja, die haben auch direkt eine Kante, deshalb kommt hier wieder eine 1 rein. Der Knoten 2 zum Knoten 4. Die haben keine direkte Kante, deshalb wieder eine 0. Und der Knoten 2 zum Knoten 5 ist auch nicht direkt benachbart, deshalb auch wieder eine 0. Und nach diesem Prinzip würde man jetzt wirklich alle Knoten hier abarbeiten. Wir machen das jetzt mal hier noch fertig. Der Knoten 3 zum Knoten 1, die sind miteinander benachbart. Knoten 3 zum Knoten 2, auch die sind miteinander benachbart. Der Knoten 3 kann wieder nicht zu sich selbst benachbart sein. Zum Knoten 4, die haben eine direkte Verbindung, also wieder eine 1.
und der Knoten 3 zum Knoten 5. Die sind nicht adjazent, deshalb eine 0. Dann gehen wir zum Knoten 4. Dieser hat keine direkte Verbindung zum Knoten 1, hat auch keine Verbindung zum Knoten 2, zum Knoten 3. Ja, die sind miteinander verbunden durch eine Kante. Zu sich selbst kann er nicht benachbart sein. Und zum Knoten 5 haben wir vorhin schon gesehen, die sind miteinander benachbart. Dann der letzte Knoten, der Knoten 5. Er ist nicht zum Knoten 1 benachbart, zum Knoten 2 auch nicht, zum Knoten 3 auch nicht, zum Knoten 4 allerdings schon und zu sich selbst auch nicht. Super, dann wären wir jetzt mit unserer Adjazenzmatrix auch fertig. Das würde jetzt, wie gesagt, einen sehr schönen und schnellen Überblick darüber liefern, welche Knoten sind zu welchen anderen Knoten benachbart, kann man nämlich immer hier an dieser 1 ablesen. Oder auch dann an der 0, welche sind nicht miteinander benachbart.